Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute zeige ich euch eine Producer Note, die bisher noch nicht veröffentlicht worden ist, zumindest noch nicht im In-Game oder im Webshop oder sonst wo, aber das wird wohl noch folgen. Die Information ist bisher nur so im Discord verfügbar und es handelt sich um den Legendary Dungeon, beziehungsweise wie dort so die Drop Rates sind und was es mit der Bad Luck Protection auf sich hat und genau, zu Serverausfällen, die jetzt auch vorkamen. Ja, genau, das ist auf jeden Fall das, was ich heute euch mal zeigen wollte. Und ja, da das ja auch für viele interessant ist, denke ich mal, wie sich das Ganze so mit den Item Drops im Legendary Dungeon so verhält. Ja, zuallererst mal die Information zu den Serverausfällen. In den letzten 3 Wochen kam es bei Shakes and Fidget zu mehreren Serverausfällen. Möglicherweise habt ihr diese als Verbindungsfehler oder Ausfallzeiten bemerkt. Unser Team erhält immer eine Benachrichtigung von unserem Überwachungssystem, wenn es einen Ausfall feststellt. In letzter Zeit handelte es sich dabei ausschließlich um verschiedene Hardware-Ausfälle. Wir hosten unsere Hardware nicht selbst, sondern haben das Glück, dass unser Hosting-Anbieter in der Regel sehr schnell auf solche Ausfälle reagiert. In der Regel wird eure Spielsitzung automatisch auf eine andere Hardware umgeleitet, was manchmal zu Verzögerungen oder Verbindungsproblemen führen kann. Ja, also nicht, wie man sonst so immer als Meme gedacht hatte, okay, bei Playa im Serverraum muss mal wieder durchgefegt werden oder so. Ja, also das ist tatsächlich extern. Ist ja aber auch irgendwo verständlich. Oftmals werdet ihr davon nichts bemerken. In seltenen Fällen müssen sich eure Charaktere erneut anmelden, aber wir versuchen dies zu vermeiden. Unsere Failover decken viele Fälle ab und werden von uns kontinuierlich verbessert. Beim letzten größeren Ausfall war der gesamte Cluster betroffen, nicht nur ein Server, was ziemlich selten vorkommt. Unser Host hat das Problem schnell behoben. Genau, also das ist erstmal so eine kleine Randinformation zu den Serverausfällen auf jeden Fall. Dann kommen wir hier einmal zu den legendären Dungeon-Gegenständen. Während des letzten legendären Dungeons haben wir viel Feedback zur Drop-Rate bestimmter Legendary Gegenstände erhalten. Wir haben einen Help-Shift-Artikel erstellt, um Ihnen weitere Einblicke zu geben. Dieser Artikel ist noch nicht vollständig und wird in Zukunft erweitert werden. Um dies in Zukunft zu erweitern, arbeiten wir daran, eure spezifischen Chancen, einen gewünschten Gegenstand im Spiel zu erhalten, besser zu visualisieren. Der Wert variiert für jeden Charakter, da er von individuellen Faktoren wie Klasse, gefundene Gegenstände und das Thema des legendären Dungeons abhängt. Ja? Können wir uns ja auch einmal kurz reinziehen, das Ganze hier, diesen Help-Shift-Artikel. Im Prinzip steht hier auch schon vieles drin, was wir auch schon mal in der Vergangenheit besprochen hatten, beziehungsweise sind hier und da immer mal so ein paar Begrifflichkeiten wie zum Beispiel Bad Luck Protection und sowas dann aufgetreten. Und ja, das Ganze hier wurde dann auch nochmal zusammengefasst in die 2 Hauptdinge, die man eigentlich wissen muss, die bei dem Legendary Dungeon halt eben passieren können, wenn man bestimmte Items halt eben findet. Genau, ich weiß nicht, irgendwie ist das auf Deutsch nicht so richtig übersetzt hier. Also müssen wir es quasi, da muss jetzt hier der International Worldwide Native Speaker hier mal wieder ran. Ja. Und eigentlich können wir hier nur auf diese 2 Hauptthemen eingehen. Beziehungsweise kann man auch auf Deutsch schon relativ gut zusammenfassen, was das Ganze hier mit der Bad Luck Protection auf sich hat. Ja, at the end of every legendary dungeon, you will receive a legendary item. If you complete 20 legendary dungeons without receiving a legendary weapon, Bad Luck Protection will take effect. Also das heißt so viel wie, was ich ja euch schon mal gesagt hatte, nach mindestens 21 Runs werdet ihr zu 100% eine legendäre Waffe finden. Falls ihr halt eben noch keine Waffe bis dahin gefunden haben solltet, dann ist das der Zeitpunkt, wo die Bad Luck Protection triggert. Ja? Also viele hatten ja das Problem gehabt, dass sie halt keine Waffe gefunden haben
und ja, irgendwie 16 Runs, 18 Runs oder was weiß ich, 20 Runs gemacht haben und keine Waffe und denken dann, okay, da ist irgendwas faul, ja, aber zu 100% garantiert ist dann zumindest, dass dann beim 21. Run eine Waffe kommt. Nun freue ich mich sehr darauf, auf diesen letzten Artikel hier. Wo war das? Genau, das besser zu visualisieren hier. Ja, hier dieser Absatz hier. Weil das Ding ist nämlich, es gibt zwar die Bad Luck Protection und man weiß auch, dass die da ist. Trotzdem muss ich dazu sagen, aus 21 Runs haben sehr viele, unter anderem, ja, ich auch, und unter anderem halt, auf den 21. Run eine Waffe bekommen und vorher halt nicht. Also es ist quasi ziemlich häufig so gewesen, es war sehr undurchsichtig, weil es haben viele zum Anfang auch die Waffe bekommen, aber es waren auch sehr viele dabei, die das erst auf den 21. Run bekommen haben. Und ja, da ist dann halt die Frage, wie hoch ist denn generell überhaupt eine Drop-Chance von solch einer Legendary-Waffe im Verhältnis zu den normalen Items? Ja, weil ich das Gefühl habe, dass bei sehr vielen diese Bad Luck Protection triggert und das eigentlich aber gar nicht sein sollte. Also sehr viele haben halt einfach absolutes Pech, was das angeht, auf den 21. Run halt eine Waffe zu finden. Ich hatte zum Beispiel, ich glaube, auf dem 16. Run oder auf dem 18. eine Waffe und dann auf dem 21. wieder eine Waffe. Jetzt weiß ich nur nicht, ist der 21. Run garantiert für eine Waffe, wenn man vorher schon eine gefunden hat, weil dann muss ja die Bad Luck Protection nicht mehr triggern, weil die müsste ja eigentlich nur triggern, wenn man noch keine Waffe gefunden hat. So, wenn man die aber schon hat, dürfte die ja auf den 21. Run gar nicht triggern, habt dann aber trotzdem auf dem 21. eine Waffe bekommen. Würde mich mal bei euch interessieren, habt ihr bei dem 21. Legendary Item immer eine Waffe bekommen? Ja oder nein? Das würde mich mal sehr interessieren. Genau. Also das setzt sich quasi, diese Fundchance setzt sich aus Bad Luck Protection zusammen und halt einmal wie soll ich sagen, den Picture Overflows. Also wie viele man maximal an Sammelalbum-Einträgen, an Legendary Gegenständen finden kann. Ja? Und hier sticht schon eine Nummer raus, und zwar die 4. Und das hatte ich ja auch schon des Öfteren mal gesagt, dass halt eben Items bis zu 4 Mal ihr bekommen könnt, bevor dann aus einem anderen Pool Items genommen werden, die dann halt eben an der Reihe sind. Also es kann sein, dass ihr halt bis zu 4 Mal dasselbe identische Item bekommt, dann ist der Pool quasi voll. So, dann könnt ihr nicht mehr als diese 4 Mal bekommen, bis ihr dann das nächste Item bekommt und das auch bis zu maximal 4 Mal bekommen könnt. Ja, und das geht dann so lange, bis ihr alle Items einmal zumindest bekommen habt, ja, aufgrund der Bad Luck Protection, das ist halt das eine. Okay, dass ihr da wenigstens dann alles einmal bekommen habt dann. Und wenn man alles einmal hat, ist ja dann die Frage, okay, was kommt dann jetzt als nächstes so? Und da können halt jedes Item von dem Set bis zu 4 Mal erscheinen. So, und wenn ein Item von denen halt 4 Mal voll ist, dann könnt ihr das dann nicht mehr kriegen, bis alle anderen Items 4 Mal voll sind. Sagen wir mal, von 12 Items sind 11 Items 4 Mal voll, dann kriegt ihr zu 100% nochmal das eine Item, was nur 3 von 4 Mal voll ist. So, und danach ist es dann random. Ja? Ich kann das Ganze ja nochmal 1:1 nochmal hier so übersetzen einmal, damit da auch dann jeder Bescheid weiß, aber ich denke mal, man weiß auf jeden Fall, was gemeint ist, würde ich sagen. Ne? So. Um zu vermeiden, dass ein bestimmter Sticker für das Sammelalbum zu oft erscheint, bevor andere vollständig gesammelt wurden maximal 4 Sticker eingeführt. Das bedeutet, dass für das LD-Thema Diabolische Firmenfeier, zu dem der Ring der Nibelung gehört, der Ring der Nibelung bis zu 4 Mal als legendärer Gegenstand erscheint, wenn man Runs absolviert. Nach dem 4. Erscheinen wird er erst wieder angezeigt, wenn alle anderen Gegenstände dieses LD-Themas 4 Mal erschienen sind. Ja? Also ich denke mal, das sollte auch dann einigermaßen
soweit verständlich sein. Und ja, aus diesen zwei Dingen setzt sich halt der LD zusammen, beziehungsweise halt eben die Fundchance von den Items. Ist jetzt nichts, was wir noch nicht gewusst haben, tatsächlich. Ja, wie gesagt, mich würden mehr so noch tiefere Details zur Bad Luck Protection interessieren, weil das mit der Bad Luck Protection, ja, für die Leute, die hier zuschauen oder auf Twitch aktiv sind, die wussten das schon. Ja, allerdings, ja, interessiert mich halt bloß, wie sind dann die Drop-Chancen von diesen Items, beziehungsweise die Waffe, wenn die dann so selten kommt. Und kriegt man auf den 21. Run immer eine. Und wenn man vorher schon eine hatte, ist es dann garantiert, dass man eventuell auch keine auf dem 21. Run bekommt. Und ja, ich finde es halt sehr, vom Feeling her zumindest, ne, sehr komisch, dass halt sehr viele Leute trotzdem erst auf dem 21. Run die Waffe bekommen haben und vorher halt fast gar nicht. So, weil ja, man ist halt einfach skeptisch gegenüber dem ganzen LD-Thema, weil es in der Vergangenheit halt eben auch zu Bugs kam bei dieser Bad Luck Protection und sowas. Ja, das kannst du dann halt einfach auch nicht widerlegen, ob es so ist oder nicht. Weil ja, für die Leute, die schon länger zuschauen sollten, es gab mal ein LD, da war schon ein Set da gewesen und dann kam noch ein zusätzliches dazu. Das heißt, von 12 auf 24 Items wurde das Ganze erhöht. Und ja, diejenigen, die das beim letzten Set alle 12 Gegenstände gefunden hatten, ja, die hatten dann quasi den Bug gehabt, dass sie bei dem neuen Set wirklich ausschließlich nur alle 12 Runs, nee, alle 21 Runs, sorry, eine Waffe bekommen haben. Niemals zwischendurch, niemals irgendwie auf dem ersten Run, niemals auf dem 10., niemals auf dem 20., wirklich alle 21 Runs. Also auf den 21. Run eine, dann auf den 42. eine und niemals dazwischen. So, und das war ein Bug gewesen. Der hat halt sehr viele Leute auch dann sehr unsicher gemacht, was so diese Protection, sag ich mal, anbelangt. Und das sollte gefixt sein und es wurde auch gefixt, weil ja, jetzt ist das halt nicht aufgetreten. Viele Leute haben halt auch die Items bekommen oder ich sag mal die Waffe auf, ja, schon beim ersten Run oder was weiß ich. Ne? Also von daher, das kann man nicht sagen. Nichtsdestotrotz ist auf jeden Fall, höre ich sehr vermehrt, dass viele Leute auf dem 21. trotzdem erst die Waffe bekommen. Ja, und da würde mich halt einfach die generelle Drop-Chance mal interessieren, wie das da aussieht. Dass es dann halt eben sehr viele Leute gibt, die so viel Pech haben, finde ich immer ein bisschen, ja, okay, gut, dann muss die ja wirklich sehr selten sein dann, ne? Jo, aber das auf jeden Fall erstmal dazu. Das sind die Einblicke erstmal soweit zu den Producer Notes. Wie gesagt, die sind so noch nicht in-game, die kommen aber erst dann noch die Tage wohl dann irgendwie mit dazu. Beziehungsweise, ja, werden die dann in-game auch geschaltet. Ich weiß nicht, warum da so ein bisschen, also warum die in-game noch nicht freigeschaltet haben, aber es wird schon seine Gründe haben. Genau, aber ja, werdet ihr die Tage auf jeden Fall dann da auch noch sehen. Ich mache mir hier gerade noch ein paar Ressourcen ready, damit wir hier noch die nächste Verbesserung reinknallen können. Und dann haben wir das Ding hier auch noch auf 20 gezogen. Dann haben wir schon wieder mal ein Item mehr und die Seite schon fast komplettiert mit den 20er Upgrades. Aber das soll es soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.